Enno hier. Ich sage gerade mal das Motto des Abends. Ich habe einen Uhu getroffen, der hat auf einem gelben Sonnenstrahl hat der gesessen. Und der liest in der Zeitung, dass er bei einem Badeunfall ums Leben gekommen sei. Und der Uhu war erstaunt darüber, das zu lesen, und weil er erstaunt war, dass die Redaktion davon Kenntnis hatte, denn er war bei diesem tödlichen Unfall ganz alleine gewesen. Ich weiß nicht, inwieweit jeder weiß, worum es geht. Wir versuchen ein bisschen ins Zoom-Event einzusteigen und dafür müssen wir üben und heute ist eine Übung. Deshalb wollte ich das von vornherein klar machen. Wir werden einiges testen, um zu sehen, was man machen kann, was man nicht machen kann, wie es überhaupt geht. Es ist das erste Mal, dass ich Admin mache. Und das ist wahrscheinlich eine doofe Idee, dass ich gleichzeitig versuche, ein Rezept zu kochen und den Admin zu machen und den Kameramann übernehme. Deshalb das erste Lehre, man sollte hier mit mehreren Leuten stehen. Das würde wahrscheinlich das Ganze ein bisschen einfacher und besser machen. Ich würde gerne einmal testen, wie das mit dem Polling geht. Deshalb würde ich mal meinen ersten Poll launchen. Ich weiß nicht, kriegt ihr jetzt was? Ja. Hoffe ich so. Es ist auch, also als Vorstellung möchte ich dazu sagen, wir sind hier hauptsächlich, es sind viele vom Team Industrial Theater dabei, die jetzt überlegen, Kunden anzubieten. Deshalb versuchen wir gerade zu testen, was geht da eigentlich, und deshalb zeige ich auch dann zwischendurch, wie das auf meiner Seite aussieht. Ich weiß jetzt nicht, wie das auf eurer Seite aussieht, aber wenn ihr meint, das geht gut. Also Zoom scheint schon mal populär zu sein. Wir sind mit 67% bei Zoom dabei, und wie sehr kennt ihr euch mit Zoom aus? Ist immerhin gut, nicht schlecht, sehr gut würde ich mir jetzt auch mich selbst überhaupt nicht mit einrechnen. Und es macht kein Vegetarier dabei. Wenn das der Fall ist, ich hatte eigentlich vor, heute Abend das vegetarische Essen selber zu essen. Ich hatte das gesagt, meine Familie hat es vorgezogen, essen zu gehen, anstatt an der Videokonferenz teilzunehmen. Oh, okay. Die wissen nicht, was sie vermissen. Poll zu Ende, aber das ist super. Dann kann ich schon mal die ganzen vegetarischen Sachen zur Seite räumen. Dann ist auch meine Pfanne ein bisschen groß, aber na gut. Share Results. Okay, Share Results ist gut. Habt ihr jetzt was bekommen? Ja. Wir haben ein Rezept ausgewählt, das sehr einfach ist, damit alle mitmachen können. Und ich weiß zum Beispiel für Malte, ich sehe Malte, du wirst was sagen, ist vielleicht ein bisschen unter deiner Könnensgrad, aber das ist egal. Es ist ein Rezept, was sehr gut ist und sehr lecker schmeckt. Und Wir haben eben mal geguckt. Wir haben ungefähr 4 unterschiedliche Schnäpse von denen, die du haben wolltest. Ach so, okay. Ich bin leider, also ich hätte ja, du hast wahrscheinlich die Linie. Wenn ich deine Frau gut kenne, du hast die Linie. Ja. Und wir können noch wählen. Wir hätten die für morgens, die für mittags, die für abends und die für Weihnachten. Ja. Oder ihr seid wahrscheinlich auf Arlberg-Linie. Ich hätte jetzt auch gerne ein Aquavit dazu. Das wäre eine gute Einführung in Lachs. Ist aber leider hier nicht erhältlich. Ich müsste eigentlich umgekehrt sein, weil ich bin auf der anderen Seite der Erde. Ich bin Down Under. Die Idee ist nachher mit viel, viel mehr Leuten zusammen zu kochen. Und da muss man ja ein bisschen aufpassen, dass das auch gut genug gelingt überall. Wie gesagt, also das Erste, was ich gemacht habe, und das ist relativ wichtig, ist den Ofen auf 180 Grad, wenn es geht, wenn ihr habt, Umluft aufzuheizen. Danach gehen wir auf was ganz Banales, das Kartoffelschälen. Und ich würde vorschlagen, dass während wir das, also ich nehme mal eine Kartoffel, kann ich mal vorschälen. Wir haben hier einen ganz banalen Kartoffelschäler, der billigste Kartoffelschäler überhaupt ist. Der ist aber garantiert der beste. Umso billiger, umso besser gilt bei Kartoffelschälern. Nein, die Plastikversion ist scheiße. Also wir haben auch eine Plastikversion hier, die hole ich jetzt nicht raus, die kann ich. Aber sobald da irgendwelche Designelemente dran sind, heißt das, dass es normalerweise nicht gut ist. Also wie gesagt, das Ding muss aussehen, als ob der Opa das schon gemacht hat. Und schön anlegen und einmal die Kartoffeln schön durchschälen. Wie weit seid ihr beim Schälen? Gleich. Ich habe noch eine Kartoffel übrig. Fertig? Okay. Kai, Ja? Kai, während du Kartoffeln geschält hast, was ich gemacht habe. Ich habe Riesen das Leben geschenkt. Elefanten habe ich geblendet und Lilliputaner das Wachsen verboten. Ich habe Dinosaurier getötet und Menschen gefressen.
Gerne habe ich am Himmel befestigt und den Göttern mit meinem Kampfwagen das Fürchten gelehrt. Ich persönlich, nicht wie du, ich komme immer durch die Ebene. Und dann nochmal eine Weisheit, insgesamt ein wesentliches Faktum der menschlichen Lebensbedingungen ist, dass man ganz gleich, wie bewusst man sich seines Geistes ist, seine eigene Komplexität nicht voll mit einkalkulieren kann. Ich habe hier einen völlig überfüllten Komposteimer, aber ich bin stolz, dass ich bin der einzige Australier, der Kompost macht. Deshalb kommt das jetzt alles rein. Machst du dann Suppe aus dem Kompost? Nee, das Erde, hoffe ich. Wir wohnen hier noch nicht so lange. Wie gesagt, also wäre das jetzt ein kommerzieller Event, würde an dieser Stelle ein kleiner Knopf auftreten, wo steht, please donate to the renovation of my kitchen. Wir haben leider schon angefangen mit der Renovation und die noch nicht ganz durchgezogen, was man sieht. Dadurch sieht das Ganze noch ein bisschen primitiv aus. Der Herd sollte eigentlich dastehen, wo ich jetzt bin. Wir kommen zum Kochen, weil Kochen ist wichtig. So, das Schöne an der Sache ist, das Rezept geht relativ schnell und alle Sachen kochen ungefähr gleich. Habt ihr alle einen Dampftopf? Kampftopf. Also sowas Ähnliches? Also wir haben nur einen ganz normalen Topf, aber das Wasser wird schon warm. Ganz normaler Topf ist auch gut. Habt ihr zufälligerweise so ein Gerät? Einen Moment, ich muss es suchen. Ich bin mir gespannt, ob ich gleich noch eine weitere Parallelsession aufmachen kann. Ihr könnt eine Weinflasche aufmachen. Ich hätte auch noch eine Weinflasche offen, deshalb Wein ist eine gute Idee. Weil Wodka ist gerade alle gegangen und die Linie habe ich auch nicht bekommen. Deshalb gehen wir jetzt auf die. Also ist ja, hier gibt es leider nur Drehverschlüsse. Das ist jetzt nicht unbedingt schlechter Wein. Ich muss meinen Wein ausholen. Ja. Also Nicoletta und ich, wir können vor allem gut außerhäusig kochen. Also deshalb haben wir jetzt nicht so das Riesen-Equipment hier. Achso, okay. Also falls ihr irgendwann mal im ganz billigen Laden seid, die Dinger kosten normalerweise so 2 bis 3 Euro und sind Gold wert. Genau wie ich habe das leider rausgeschmissen. Ich kenne das ist super. Aber ich musste mal aussortieren. Die sind super. Ja, also ich habe auch leider den kleinen Halter verloren. Aber das ist egal. Die Dinger machen genau dasselbe wie ein wilder, teurer Topf. So, und jetzt ganz wichtig, das wird häufig vergessen. Wir müssen in den Topf unten Wasser reinfüllen. Nicht zu viel und nicht zu wenig. Du musst abschätzen, damit das nicht irgendwie. Das könnt ihr leider. Ich habe keinen. Steve, wie gesagt, Steve hat seine Liebesprobleme. Sonst hättet ihr sehen können, wie viel Wasser ich reingefüllt habe. Sieht man, es ist jetzt nicht so viel Wasser. Es muss eben schön dämpfen. Es muss ungefähr 20 Minuten dämpfen. So. Das kann man physikalisch abschätzen, wie lange wird 20 Minuten gedämpft. So, und dann tue ich einfach die Kartoffeln oben drauf. Und es macht einen wahnsinnigen Unterschied, ob man Kartoffeln ins Wasser schmeißt oder einfach nur dämpft. Entschuldigung, da ist jemand im normalen Topf, der wird das jetzt nicht erfahren. Dass bei diesem Rezept ungefähr alles gleich kocht, deshalb das können wir jetzt einfach auf den Herd stellen. Das müsst ihr mich dran erinnern, weil ich habe ja jetzt schon 2 Wodka und ein bisschen Weißwein drin. Deshalb müsst ihr mir nachher erinnern, dass ich den... Salz oder nicht für die Kartoffeln? Die Kartoffeln auch anschmeißen. Die Kartoffeln bleiben ganz. Kai? Ja? Kai. Die Kartoffeln bleiben ganz und kommt da Salz dazu? Nein, kein Salz. Okay. Salz wird ja, also wir dämpfen die ja, deshalb, also das Salz dämpft nicht mit. Also das ist ja die klassische Salzgewinnung, heißt ja, dass man das Salzwasser verdämpft und das Salz bleibt klassisch unten. Kai, ja? Kartoffeln haben es schwer, Nicoletta. Züge haben es wirklich schwer. Die können nur nach vorne oder nach hinten. Ne? Ich kann wenigstens nach rechts oder nach links. Ich muss mich aber jedes Mal entscheiden. Jetzt kommen wir zum wichtigen Teil, dem Lachs. So, ich habe hier für viel zu viel Geld, weil Lachs kommt hier aus Neuseeland. 2 Stücke Lachs. Ich weiß gar nicht, die werde ich heute Nacht nicht essen, aber also
Ich probiere mal. Nachher, die kommen dann morgen zum Mittag vielleicht. So. Gut, Kai, weil unser Lachs war auch viel zu teuer. Ja, ne? Als Baron von Zoom kann ich jetzt hier eine Geschichte erzählen aus meiner Familie. Also ihr wisst ja alle, dass ich aus Adel stamme, aber Adel ist in meiner Familie eigentlich nicht der elegante Teil. Der elegante Teil ist der Teil meiner Mutter, die aus einer gutbürgerlichen Familie aus Hamburg stammt, die noch viel schlimmer, Lübecker Politiker. Und in dieser Familie haben wir noch die Unterlagen, in denen das Personal um die Jahrhundertwende, die letzte, also jetzt nicht diese, sondern die letzte Jahrhundertwende, in dem das Personal verlangte, dass sie nur einmal in der Woche Lachs bekommen. Und das war, weil Lachs das absolut billigste Essen war, was man kriegen konnte. Und deshalb wurde festgelegt, die brauchten nur einmal in der Woche, brauchten die nur Lachs essen. Im Vertrag. Wir haben die Verträge noch. Also Lachs war nicht immer so teuer. So, was jetzt wichtig ist, also wir haben Scheibe Lachs. Ich würde immer die Haut dran lassen. Es gibt Leute, die die Haut abmachen, aber würde ich, also grundsätzlich Haut dran. Und ja, doof. Nee. Also man sollte ein bisschen dann rumfühlen. Ich habe es gerade, einen Moment, ich muss mir die Hände waschen, damit ich meinen Computer bedienen kann. Wie gesagt, wir brauchen eigentlich mehr Leute hier für den Job. So, jetzt sollte man so ein bisschen rumfühlen, ob da, ich habe eben, jetzt habe ich das verpasst. Eben habe ich noch eine Grete gefunden. Da ist eine Grete, super. So, ich ziehe die mit der Hand raus. Es gibt da spezielle Gräten, Pinzetten für. Ich habe auch eine, die ist aber in Paris. So, Grete raus. Super. Also meistens sind die Dinger sowieso. Bei dem Preis, das man heute zahlt, sollten die Dinger auch relativ gut entgrätet sein. Ich hatte hier, ja, da habe ich noch welche gefunden. Klack. Eine. Also wie gesagt, ordentlich rumfummeln auf dem Ding, bis man die findet man so ein bisschen, die sind normalerweise auch, die ziehen die Gräten, glaube ich, erst raus, nachdem die den Dinger schneiden. Deshalb sind die meistens so in den Ecken drin. Also das auch an die Seiten testen. Bei Gräten ist natürlich unangenehm, wenn das nachher, vor allen Dingen, wenn man das kocht, das ist ein super, oh! Malte, super. Ich sehe, du hast was geschrieben. Ich benutze gerade mein iPhone, falls du das nicht gemerkt hast. Dazu nehmen wir jetzt eine Auflaufform. Meine Auflaufform ist ein bisschen groß. Falls ihr was, also entweder habt ihr mehr Lachs. Ich habe eine kleine für dich. Ihr habt eine kleine, reicht die doch mal durch. Reicht mir mal die kleine durch, das wäre super. Aber jetzt der nächste Schritt ist relativ einfach. Wir versuchen möglichst viel Soße zu erstellen. Ich greife mal hier, also ich habe die Produkte hier sind natürlich nicht so ganz dieselben, wie ihr habt. Ich hoffe, ihr kriegt das alle hin, ne? Ja, was nimmst du jetzt? Creme fraiche? Ordentlich Creme fraiche einlegen. Aha. Wie gesagt, das Ganze, das Rezept hat nichts mit Diät zu tun. Es ist eigentlich eher ein bisschen das Gegenteil von Diät. Aber es ist lecker. Sieht super aus. Na, das sieht ja schon mal gut aus. Also ich hau jetzt erstmal hier so richtig Creme fraiche rein. Und, dass das nicht genug ist, nochmal Sahne dazu. Wie gesagt, ich brauche euch die Sahne gar nicht zeigen, weil ihr kriegt sowieso eine andere Sahne. Ihr habt also ich habe, das nennt sich hier Thickened Cream. Ihr habt wahrscheinlich richtige Sahne, das ist auch besser so. Hast du ein bisschen Idee zu den Mengen? 1:1. 1:1 Mengen ist also großzügig. Großzügig ist wichtig. Mengen kommt natürlich ganz drauf an, wie viel Lachs ihr nachher habt. Und machen wir mal 2. Aber vielleicht für so nicht erfahrene Köche so ein Anhaltspunkt? Ja, 1:1, Creme fraiche und Sahne. 1:1. Okay. Und das Ziel ist nachher, dass die Dinger richtig schön schwimmen. Okay, schwimmen, alles klar. Und lieber zu viel Soße als zu wenig, ne?
Ja. Kai, wenn ich deine 2 Lachsstücke sehe, fällt mir die Geschichte ein von den Zwillingsbrüdern. Und mein Zwillingsbruder übrigens, der lebt immer im Spiegel. Und im Gegensatz zu mir ist er zu ewigem Linkshändertum verurteilt. Und ich habe ihm vorgeschlagen, die Plätze zu tauschen. Oh, ja, sag nichts gegen Linkshänder. Malte ist Linkshänder. Oh, er hat es erinnert. Danke. Und ich bin auch Linkshänder. Oder im Spiegel Rechtshänder. Ja. Wir haben 2 Sorten Senf. Einmal den. Wir wollen das nochmal für dich hier zeigen. Was? Siehst du das hier? Ja, oh, der ist auch. Das sieht gut aus. Sieht gut aus. Das hattest du abgelehnt, ne? Was? Ja, ist egal. Komm, Das hast du abgelehnt. Nein, ich finde ihn sehr lecker, aber ich glaube, für dieses Gericht ist er vielleicht ein bisschen zu, aber ist egal. Hau rein. So, und wie ihr seht, ich gebe ordentlich rein. Ne? Also das ist ohne Hemmung. Nächste. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen normalen Senf dazu, auch ohne Hemmung. Also, wir haben ordentlich reingelödelt hier in der Nahaufnahme. Wir haben relativ viel Creme fraiche, ziemlich viel Sahne, sehr viel Moutarde à l'ancienne und genauso viel Originalsenf. Und dann wird richtig gerührt. Vielleicht vorsichtig mit Salz sein. Ein bisschen Salz, muss aber nicht so viel. Pfeffer ist auch gut, aber braucht auch nicht so viel. Und wo ich anraten würde, ordentlich großzügig zu sein, ist ein Muskat. Muskat, oh! Ja, das ist natürlich jetzt peinlich. Jetzt kommen die ganze Zeit irgendwie meine Privatnachrichten hoch. Und Andrew benutzt auch immer schlechte Sprache. Ich hoffe, dass das nicht hochgekommen ist. Muskat ist eine der ersten Gewürze, die weit transportiert worden sind. Heutzutage ein bisschen unterbewertet, ist aber ein super Gewürz. Und da könnt ihr auch richtig reinhauen. Wenn ihr Puder habt, nehmt Puder. Obwohl Muskat, würde ich sagen, das lohnt sich wirklich von der Nuss runter zu haspeln. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht sagen, wie viel ich da reingemacht habe. Es muss gut riechen. Muskat riecht gut. Es war mal eins der wertvollsten Gewürze. Und da sind Leute für gestorben. Für das Zeug. Und dann schön umrühren. Kriegt ihr das Und alles wenn mich halt nicht alles daran erinnert, eine kleine Geschichte dazu, was mir gerade einfällt, da gibt es doch dieses Theaterstück. Wie heißt das? Das weiß bestimmt der Enno. Spitzenhäubchen? Nee. Oh, das war jetzt ein Eigentor. Entschuldigung, das war mit Arsen. Arsen und Spitzenhäubchen. War da nicht auch der Muskatnuss? Nee, das war Arsen. Seid ihr alle halbwegs so weit? Also Kai, wenn ich dich da so agieren sehe, ist die Situation sowohl als auch nicht mit Hoffnung, aber auch ohne Hoffnung. Aber mit Hoffnung. Also, wie gesagt, ich hab extra ein Rezept gewählt, wo Hoffnung nicht so einen großen Anteil hat. Es gibt ja viele Rezepte, wo man wirklich, also und Malte kennt das vom Backen. Gerade bei Brotbacken weiß man nie, was irgendwie nachher rauskommt. So, wie sieht es bei euch aus mit der Soße? Ist das schön homogen? Ich will auch mal probieren, das schadet nie. Ah, super. Okay, meine ist gut. Wie ist eure? Also Peter, heute ist das so, dass die Illusion nicht im Widerspruch zur Realität steht. Weitermachen, sonst esse ich das so. Das ist super, ne? Das ist schon mal gut. So, und dann ab die Dinger rein. Wie gesagt, eigentlich müsste man das. Ja. Es ist besser. Also normalerweise wäre es weit besser, wenn das ein bisschen enger wäre. Also ich bräuchte zum Beispiel eigentlich 4 Lachsstücke. Ich hatte ein bisschen Tofu eingeplant, deshalb. Na gut, Tofu ist jetzt weggefallen. Jetzt zumachen. So, und dann wird das schön abgedeckt. Kommt das Salz und Pfeffer davor dran oder danach? Weil wir haben noch keins dran. Ja, tu ein bisschen dran, aber braucht jetzt nicht so viel. Also ist jetzt kein richtiges Salz- und Pfeffergericht. So, wir sind ungefähr da.
Ich glaube, ihr könnt mir alle unter Reactions einen Daumen hoch geben. So. Wird jetzt 5 Wochen eingelegt. Nein, nee, deshalb, also ich dachte, wir machen, also Simon, schon mal eine Vorwarnung. Das geht jetzt in den Ofen und ist bestimmt 20 Minuten im Ofen, eigentlich eher 25. Deshalb bist du dann gefragt. Okay, dann gehe ich mal zurück ins Wohnzimmer. Moment. Ja, genau. Du musst jetzt schon mal ins Wohnzimmer gehen, weil das geht gleich los. Ich kann auch schon mal hier ein bisschen aufräumen. Also, Ofen oder nicht? So. Ich habe jetzt auch meine Messer noch gar nicht benutzt. Ich habe hier extra so richtig die schicksten Messer überhaupt hingelegt und von blinden Kindern unter Wasser geschmiedet. Messervergleich? Ja, du hast einen Messervergleich? Lass mal sehen, wo bist du denn gerade? Oh, ja, dein spiegelt, sehr schön, muss ich sagen. Oh. Aber ich habe den Vorteil, ich mache mal eben hier bei meinem Screensharing, wir machen jetzt hier Messerporn. Hier das Mädchenmesser von meiner Frau. Ich gebe hier mal so ein bisschen also wie gesagt, das ist handgeschmiedet von NHB. Okay, das war jetzt nebensächlich. Das hatte mit dem Kochen nichts zu tun. Seid ihr alle bereit, das in den Ofen zu schieben? Ja. Okay, Finger ab. Okay, wir gehen in den Ofen. 180. Ja. Guck mal hier. Oh, schick. Warte mal, ich muss das mal eben groß machen. Bernd Werner. Sternekoch Bernd Werner. Hat er mir noch geschenkt? Okay, aber ein bisschen modern für mich. Ich schiebe jetzt das Ding mal in den Ofen. Ich denke, wir sollten alle das Ding in den Ofen schieben. Also es ist jetzt nicht... So, ab in den Ofen, super. Und dann zur gleichen Zeit stelle ich die Kartoffeln auf volle Kanne. Habt ihr das alle in den Ofen? Habt ihr die Kartoffeln an? Ja. Super, bombig. Dann würde ich sagen, Simon. So, bei mir sind die Kartoffeln gerade jetzt richtig. Ob das jetzt bei euch der Fall ist, ich würde antesten mit Ja, die jetzt irgendwo ein noch Feedback. Ich würde es antesten mit einem scharfen Messer, schön mal reinstechen, sehen, ob es okay ist. Meine sind gut, das heißt auch meistens, dass der Lachs gut ist. Mein Lachs sieht super aus, riecht super, das heißt, der ist super. Und ich würde sagen, das ist fertig. Es schwimmt in Soße. Ein Traum. Riecht gut. Und müsste eigentlich fertig sein. Es gab ein paar Anfragen zum Dill. Es ist berechtigte Anfrage, ob man zu Corona-Zeiten den waschen sollte oder nicht. Vielleicht. Ich wasche ihn mal eben nur aus Corona-Recht. Normalerweise würde ich ihn trocken benutzen, aber wird jetzt gewaschen. Wir nehmen jetzt hier, da wollte ich die Kartoffeln reinfüllen. Mal eine Zwischenfrage, können wir eigentlich noch irgendwas damit machen oder war das jetzt eigentlich hauptsächlich für die vegetarische Variante gedacht? Entschuldigung? Können wir noch was mit den Anfang Lorbeerblättern anfangen? Nein, das war für die vegetarische Variante. Entschuldigung. Und am Anfang, ich hatte eigentlich auch damit gerechnet, dass wir vegetarisch mitkochen, aber wir haben ja eine Umfrage gemacht am Anfang und da fiel das Vegetarische weg, damit der Norden ein bisschen mitspielt. Hopp, Dill drauf, klasse. Wenn ihr wollt, auch ein bisschen Butter. Kommt auf die Diät drauf an. So, und dann können wir servieren. Seid ihr alle soweit? Wie sieht es bei euch aus? Okay, dann warten wir noch ein bisschen mit dem Servieren.
Moment, ist das eher eine logistische Sache? Was soll denn so ein Schade? Ja. Also wenn ihr noch nicht so weit, dann lege ich auch ein bisschen Butter an die Kartoffeln, weil Butter schadet nie. Also kommt auch an, auf welcher Diät man ist. Wahrscheinlich eine pure Notwendigkeit bei Sahnesoße, oder? Nochmal extra Butter drauf, klar. Weil du weißt, was besser ist als Butter? Mehr Butter. Genau. Oh, Bombe. Ich glaube, ich werde das sogar, obwohl ich eigentlich schon heute gegessen habe, werde ich das trotzdem noch machen. Sieht gut aus. So, wir sind und dann ordentlich, die Soße darf man natürlich nicht. So, wir können natürlich für. Fehlt eigentlich nur noch ein Messer, glaube ich. So, und jetzt muss ja noch, ich mache natürlich ein Foto davon, weil wir müssen das natürlich nachher noch verkaufen. Nein. So, und dann sollte das Ganze ungefähr so aussehen. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Die ganzen Sachen kommen. Wir können ja mal bei hier, Kai. So, und dann gibt es noch einen Wein dazu, das ist super. Der wird auch mal aufgefüllt. Siehst du es jetzt, Kai? Warte, oh ja, warte. Malte. Ah, nochmal. Nochmal. Da, okay, das war mal super. Und es sieht doch bombig aus. Es ist glorreich, sieht gut aus. Bei allen anderen habt ihr was zu essen? Ist es okay? Ich probiere jetzt mal. Ich probiere. Super gut. Er hat ja gesagt, am Strand. Wir müssen das machen. Bombig. So, ich glaube, Simon kann wieder auflegen, obwohl er isst gerade. Kein Problem. Ein Testlauf heute Abend, aber es war gar kein Testlauf. Es war ein wunderschöner Abend und es ist eine. Super. Wir haben einfach, es war toll und ich fand das jetzt mal wirklich große Klasse, wie sich eine Gesellschaft doch finden kann, ohne dass sich jetzt erstmal findet. Da haben wir noch bisschen Arbeit, um das zu optimieren. Aber viel dran arbeiten. Es war eine klasse Musik und die war toll und das Essen hat wirklich gut gemacht. Es war ein bisschen für mich zu dick, das ganze Ding vielleicht. Zu leicht, es war ein bisschen zu leicht, das Essen. Das hätte mal ein bisschen schwere Sahnesoße haben können. Ja, aber es war ein großartiger Abend.